Haben wir ein Recht auf Rausch? Diese Frage möchte ich mir mit euch jetzt mal genauer anschauen und möchte ein paar meiner Gedanken mit euch teilen bezüglich dieses Themas und wieso ich glaube, dass es so wichtig ist, dass alle Drogen legalisiert werden und wieso ich glaube, dass es dafür sehr, sehr viele verschiedene gute Argumente gibt, aber meiner Meinung nach nur eines dieser Argumente wirklich wichtig ist. Es gibt sehr, sehr viele gute Gründe, warum alle Drogen legalisiert werden sollten. Der Krieg gegen die Drogen ist heutzutage gescheitert, also von vielen Experten wird dieser als gescheitert angesehen. Drogenkonsum ist nicht gesunken, sondern wenn dann eher gestiegen. Der Krieg gegen die Drogen fordert sehr, sehr viele Opfer jedes Jahr. Viele Menschen sterben und sehr, sehr viele Menschen werden ins Gefängnis gesteckt wegen Drogendelikten. Außerdem gibt es da unglaublich viel medizinisches Potenzial bei sehr vielen dieser illegalen Substanzen, wie zum Beispiel Marihuana, LSD, psilocybinhaltige Pilze oder MDMA. All diese Substanzen werden in den letzten Jahren viel, viel mehr erforscht und es stellt sich immer mehr heraus, dass diese Substanzen sehr, sehr großes Heilungspotenzial haben. Also auch das ein unglaublich guter Grund, warum all diese Drogen legalisiert werden sollten. Ja, es gibt da noch sehr, sehr viele weitere Gründe. Ich bin mir sicher, ihr könnt da noch einiges im Internet zu finden. Der Simon von Open Mind hat auch so ein Video dazu gemacht, wo er sehr, sehr gute Gründe für eine Legalisierung aller Drogen vorbringt. Und ja, wie gesagt, das sind alles sehr gute Gründe, aber für mich ist der wichtigste Grund von allen eigentlich Bewusstseinsfreiheit. Die Freiheit, dass wir über unser eigenes Bewusstsein entscheiden können. Diese Freiheit leitet sich unter anderem aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ab, und zwar aus Artikel 18. Artikel 18 Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen. Gedankenfreiheit sollte voraussetzen, dass wir selber entscheiden können, durch was für innere und äußere Einflüsse wir unsere Gedanken verändern können. Wenn wir nicht die Freiheit haben, über unser eigenes Bewusstsein und unsere eigene Wahrnehmung zu entscheiden, dann haben wir auch keine Gedankenfreiheit. Und meiner Meinung nach ist diese Gedanken- bzw. Bewusstseinsfreiheit der Kern von Freiheit an sich. Durch die aktuelle Drogengesetzgebung ist genau diese Freiheit eingeschränkt. Durch das Verbot von Substanzen ist das Spektrum an Möglichkeiten zur Bewusstseinsveränderung stark eingeschränkt und somit sind auch bestimmte Formen der Wahrnehmung sowie die daraus resultierenden Gedanken nicht frei. Was für Substanzen wir in unseren eigenen Körper tun und wie wir dadurch unser Bewusstsein und unsere Wahrnehmung verändern, sollte unsere eigene Entscheidung sein. Und auch ob wir damit unserem Körper eventuell Schaden zufügen, sollte unsere eigene Entscheidung sein. Viele bringen das Argument, dass man durch Drogenkonsum nicht nur sich selbst schadet, sondern auch der Gesellschaft Schaden anrichtet. Doch wenn man die Statistiken betrachtet, dann wird klar, dass fast alle Substanzen weniger gesellschaftlichen Schaden verursachen als zum Beispiel Alkohol. Doch deswegen sollte nicht auch Alkohol illegal sein, sondern alle anderen Drogen legal. Denn die Chance, dass bei irgendwelchen Tätigkeiten Schaden an der Gesellschaft entsteht, ist bei vielen Dingen gegeben. Autofahren macht auch manche Menschen aggressiv, was zu aggressiverem Fahrverhalten und eventuell tödlichen Unfällen führen kann. Aber deswegen sollte ja nicht Autofahren illegal sein. Auch Fußballspiele machen manche Fans aggressiv, was zu Schlägereien führen kann. Doch auch deswegen sollte nicht Fußball an sich illegal sein. Jeder Mensch sollte das Recht auf Rausch haben, denn jeder Mensch sollte das Recht haben, seine eigene Wahrnehmung so zu gestalten, wie er es möchte. Das ist der Kern von Gedankenfreiheit, Bewusstseinsfreiheit, Wahrnehmungsfreiheit, kognitiver Freiheit. Dass durch die Prohibition unsere persönliche Freiheit eingeschränkt ist, in Form von Bewusstseinsfreiheit und dadurch die angeblich bestehende Gedankenfreiheit auch nicht wirklich existiert, ist meiner Meinung nach, wie gesagt, das wichtigste Argument für eine Legalisierung aller Drogen, damit wir endlich vollends freie Menschen werden können. Wenn ihr auch dieser Meinung seid, dann teilt doch dieses Video und liked es, damit so viele Menschen wie möglich über dieses Thema aufgeklärt werden können. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr mir einfach in die Kommentare schreibt, was ihr davon haltet, wie ihr das Ganze seht. Wie immer findet ihr in der Videobeschreibung viele weiterführende Informationen zu diesem Thema. Insbesondere empfehle ich euch mal den TED-Talk von Graham Hancock, The War on Consciousness, anzuschauen und die Artikel von Psymposia, die ich in der Videobeschreibung verlinke, mal zu lesen. Das ist alles sehr interessant. Ja, bis zum nächsten Mal im Hyperraum. Ciao, ciao.